Los geht's zu unserer super Radetour durch den Apennin. Wir sind schon recht aufgeregt. Heute mal was Neues. Wir probieren eine Variante mit klassischem Bike-Touring und Bikepacking. Ja, wer bist du denn? Ja, hallo. Hä? Nicht essen. Ich bin gespannt, für euch hier zelten. Richtiges Abenteuer. Einen wunderbaren guten Morgen, es ist arschkalt, wir haben hier übernachtet. In irgendeinem aufgelassenen Skiresort, zumindest im Sommer ist es aufgelassen. Allerdings spüren wir gerade wenig von Sommer. Wir sind hier mit Handschuhe und langen Sachen unterwegs, es ist richtig kalt, Mordswind. Heute Nacht hat es auch immer wieder geregnet und die Pferde waren da, also es war etwas spannend. Gestern war so eine irre Schinderei für mich, zumindest mit dem Gepäck. Wir sind gerade mal 32 Kilometer gefahren und mir hat es wirklich gereicht, obwohl ich fit bin. So, jetzt sind wir raus aus Avezzano. Jetzt geht es weiter Richtung Osten. Hier so eine Hochebene bei Avezzano, quer durch. Mal für ein paar Meter flach, sehr angenehm. Heute beginnt unser dritter Tag? Ja. Dritter Tag. Es lief mal wieder alles anders als geplant. Gestern im Mordsregen. Wir sind gerade noch davon gefahren und da haben wir ein Bed and Breakfast genommen und hatten ein Riesenglück, dass wir hier gelandet sind im Trocknen. Wir verlassen jetzt dieses San Benedetto dei Marsi. Wir hatten nämlich noch einen Gutschein bekommen in der Unterkunft für ein Frühstück beim Bed and Breakfast, und zwar außerhalb in einem Café. Bloß heute ist Mittwoch und am Mittwoch hat es zu. Also haben wir einen Gutschein bekommen, der, naja, nichts wert war. Soll ich was reden? Wunderbar ist es jetzt. Frösche quaken, Sonne kommt fast durch, angenehme Temperatur, auch wenn sich die Wolken schon zusammenbrauen, wie es hier nach Regen aussieht. Wir fahren hier auf einer wunderschönen Straße bergauf, quer in den Nationalpark der Abruzzen. Heute geht es voll rein. Freuen uns schon sehr. Und hier hat es geregnet und wir waren Mittagessen in einem kleinen Restaurant, wo der Chef oder Kellner uns erklärt hat, ja, er kommt ja auch aus München.
Der Wirt vorher hat uns auch noch erzählt, hier Nacht kommen die Bären vorbei durch den Ort. Das ist bestimmt aufregend. So viel Natur. Na super, jetzt stehen wir hier am Parkplatz in der Tiefgarageneinfahrt und warten, bis der Regen aufhört. Das ist ein Wolf! Ich flippe aus! Mein erster Wolf in freier Wildbahn! Hey, da sind wir wieder. Endlich mal mit Sonnenschein und richtig warm. Der erste Tag, wo das Wetter scheinbar besser wird. Heute Nacht hat es nochmal geschüttet ohne Ende. Heute Morgen waren die Temperaturen einstellig und jetzt scheint die Sonne. Links im Bild der Lago di Barea. Ich glaube, wir sind so bei 5:0 für die Bikepacking-Variante. Ich bin immer hart am Kämpfen, bergauf und bergab, wenn es so holprig wird, während Judith da locker flockig drüber braust. Echt ein cooler Tag. Es ist sausteil, man sieht es überhaupt nicht. Der Routenplaner sagt 23%. Wir schieben heute schon mindestens eine Stunde, immer abwechselnd die Räder. Das ist echt wahnsinnig anstrengend. Raus geht's Richtung Passo San Leonardo. Jetzt haben wir gerade mal am Markt hier eingekauft. Schön Käse, Wurst, Früchte. Jetzt sind wir eingedeckt für den heutigen Tag. Und das Wetter scheint zu halten, auch wenn es immer so rumzieht. So, guten Morgen. Wir fahren weiter. Direkt vom Agriturismo Camping hier, Colle dei Lupi. Total süß. Wir wurden gerade noch bewirtet. Bei der Abreise gab es noch einen Espresso. Ich deute mal drauf, da irgendwo in Bildmitte soll es wohl hochgehen. Also jetzt wirklich Feierabend.
Wenn man sich unsere Räder so anguckt, wie wir bepackt sind, keine Chance. Noch steiler. Ein Scheiß, der Zeltplatz hat zu. Der Agriturismo auch. Jetzt dürfen wir alles wieder runter, was wir mühsam hochgeschoben haben. Wir müssen durch den Bach. So, Halleluja, wir haben es geschafft, ein Zeltplatz, kein offizieller. Wir zelten hier in der Passhöhe, direkt neben einem Refugio, Restaurant, wie auch immer, wo wir noch anschließend zu Abend essen werden. Wir haben einfach mal gefragt, ob wir hier zelten dürfen, weil alles zu hat. Und die Wirte waren ganz locker und gemeint, kein Thema. Hey! Jetzt sind wir im Gran Sasso Nationalpark. Das ist der Beginn von diesem Campo Imperatore. Hier haben sie also die ganzen 60er Jahre Italo-Western-Filme gedreht. Nicht etwa in den USA, sondern wirklich hier in dieser Gegend. Die letzten Meter zur Passhöhe. Ein bisschen im Dunst ist eine Ortschaft und links oberhalb war der Zeltplatz, sind wir runtergefahren und wieder den ganzen Weg hier hoch. Weißt du eigentlich, wie gut es dir geht hier oben? Frische Luft, Sonne. Und wir dachten schon, die Schiebepassagen sind hinter uns. Locker wieder 20% bergauf. Tja, mal wieder eine Planänderung. Da wollten wir hoch, noch in den Nationalpark Monte Sibillini durch. Ziemlich verwaist der Strand. Wir sind wirklich absolut in der Vorsaison unterwegs. Die meisten Geschäfte und Läden haben hier noch zu.
Wetter wird auch schlechter. Die angekündigten Schauer kommen scheinbar. No comment. Boah, wir schaffen es mal wieder. Mit 16% bergauf um 14 Uhr. Die letzten Meter hinauf ins Zentrum von Cubra Montana. 505 Meter, hat das Ortsschild gesagt. Klingt gar nicht viel, aber wir sind heute auf Meeresspiegelniveau gestartet und vorher ging es auch nur rauf und runter. Die letzten Meter zum Meer. Auf einer kleinen Nebenstraße. Cool, jetzt sind fast 2 Wochen Bikepacking und Radeltour hinter uns. Quer durch den Apennin, durch die Abruzzen und durch die Nationalparks. Wie ist dein Fazit? Perfekt. Von eiskalt bis super heiß wie jetzt in Bologna. Jetzt sitzen wir hier in Bologna beim Cappuccino und gönnen uns noch ein paar süße Teilchen. Also mein Fazit ist ebenso positiv, es war super, tolle Tour. Bikepacking macht irgendwie mehr Sinn in den Bergen, ja. Es war leichter, also ich habe mich ganz schön geplagt, bergauf und bergab. Teilweise musste man so mein Rad zu zweit schieben, das ging bei Juli doch deutlich leichter. Ja, kann ich nur empfehlen. War eine super Tour und ja, jetzt haben wir ein paar Stunden Zugfahrt vor uns und dann war es das eh schon. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.